Hallihallo! Seit dem ersten vielversprechenden Konzepttest ist ein bisschen Zeit vergangen. Mein Terrain-Übergängesystem habe ich so lange zerdacht, bis mir aufgefallen ist, dass man beliebig viele Tilemap-Layers haben kann. Also lege ich eine Layer pro Terrain an und habe im Tileset die Übergänge vom Terrain zur Transparenz. Um die Level zu bauen, ist das natürlich unpraktisch. Also plane ich eine Level-Design-Layer, in der ich die Terrains ohne Übergänge malen kann. Ein Skript teilt die Terrains dann auf die Ebenen auf, die tatsächlich angezeigt werden. Soweit zum Plan, dass die Terrain-Übergänge-Kombinationen überschaubar aufwendig bleiben, weil ich mindestens 6 Terrains haben will. Das extra Loch-Terrain vom letzten Mal habe ich allerdings rausgeworfen. Das sah zwar cool aus, aber ich brauche mehr Flexibilität, was Abhänge betrifft. Es soll große und kleine Hügel geben, kleine Löcher, größere Löcher, Gräben, alles, was man schaufeln kann. Und die geschaufelte Erde muss auch irgendwo hin. Ich bin gespannt, ob das Terraforming dadurch lästiger oder lustiger wird. Den Rest der Zeit habe ich damit verbracht, mich in Shader einzuarbeiten. Dabei bin ich gleich über das lustige Verhalten gestolpert, dass die Terra-Übergänge kaputt gehen, wenn ich das Alpha der Pixel überschreibe. Ich bin mit meiner Testszene auf Godot 4.3 umgestiegen, wo es den neuen Tilemap-Layer-Node gibt. Wirkt auf Anhieb sehr viel praktischer und aufgeräumter, sowohl im Editor als auch im Code. Das Shader-Verhalten war leider das gleiche, auch wenn es sich jetzt natürlich nur auf die Tilemap-Layer mit dem Shader-Material beschränkt hat. Shader-Material. Eine Weile habe ich selbst rumgebastelt und recherchiert, bis mir die Idee kam, ChatGPT zu fragen. Das machte es erstmal gleich, also ein Noob-Fehler war es wohl nicht. Ich habe geschrieben, dass die Übergänge dadurch kaputt gehen, da meinte es, dass das Mapping wohl fehlerhaft sei und hat einen Shader-Code-Schnipsel ausgespuckt, der das Problem behoben hat. Das heißt, explizit aus der Textur die Pixelfarbe holen, anstatt nur die Farbe zu bearbeiten. Also geht's weiter. Ich wollte das Wasser transparenter machen, je tiefer es weniger transparent machen, je tiefer es ist. Also erstelle ich im Code eine Textur mit den aktuellen Wassertiefen und gebe die dem Shader immer dann, wenn sie aktualisiert wird. Die Idee mit der Textur musste ich ChatGPT geben. Den Code dazu hat es mir dann gegeben. Ein paar Anpassungen waren nötig, aber das Grundgerüst spart viel Tipperei. Rundungsfehler korrigieren, Übergänge fließend gestalten und schon fließt das Wasser wie gewünscht. Am Ende habe ich noch versucht, den Untergrundlayer mit einem ähnlichen Shader für die Heightenmap zu versehen, um zu schauen, wie das wirkt. Nicht allzu gut, finde ich. Leichte Höhenunterschiede werde ich also nicht visualisieren. Es war sowieso geplant, eine Layer für Abhänge zu machen, und auch wenn ich da noch mehr Hirnschmalz ins Konzept reinstecken muss, weil es ja nicht nur frontal auf oder abwärts gehen kann, sondern auch zu den Seiten. Zu berechnen, wie sich das Wasser zwischen den Zellen hin und her bewegt, ist gar nicht so einfach, wie ich anfangs gedacht hatte. Die momentane Version schwappt ein bisschen hin und her, das gefällt mir gut. Zu jeder Seite fließt höchstens ein Viertel des Wassers weg. Und dadurch vermeide ich negative Wasserstände. Bewässerungsgräben willkommen! Der nächste Schritt im Projekt wird sein, die Level-Editor-Layer mit dem Terrain-Skript zu bauen, sodass ich einfach Maps zeichnen kann und sich das Spiel selbst um die Übergänge kümmert. Danach will ich den Spieler einfügen und mich um die neue Art zu schaufeln kümmern, um zu sehen, wie viel Spaß es macht, Gräben mit einem Teich zu verbinden. Die Visualisierung von steilem Gelände hilft dabei bestimmt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen.